Meine Damen und Herren, aus dem Stützer Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Und weil heute Karfreitag ist, ist es uns heute leider verboten, sowohl zu tanzen als auch live zu senden. Denn wie bekanntlich im Alten Testament steht, hatte sich Jesus an dem Karfreitag 929 den Knöchel verstaucht und dementsprechend verboten, dass seine Freunde an dem Tag in den Club gehen durften zum Abhotten. So mussten sie bei ihm zu Hause bleiben und die Stimmung war echt mies, als Jesus dann wieder einmal anfing, darüber zu reden, wie viele Leute bei seinem letzten Auftritt waren und wie er Hillary Clinton Wisconsins, einen Stadtteil von Nazareth, abnehmen konnte bei der Wahl. Vor allem Judas nervte diese Story schon gewaltig und er hatte sich schon damals gewünscht, dass wir nun anfangen mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Eine Bank zu überfallen ist nach aktueller Recherche immer noch eine Straftat. Wie übrigens auch das Fahren ohne einen gültigen Fahrschein beim Berliner Nahverkehrsanbieter der BVG. Allerdings soll sich dies nun zeitnah nach 135 Jahren endlich ändern, denn der rot-rot-grüne Senat will sich einer Bundesratsinitiative Thürings anschließen und das Schwarzfahren entkriminalisieren. Denn Schwarzfahren oder wie es mein Anwalt eigentlich immer formuliert, das Erschleichen von Leistungen kann und soll sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr nach sich ziehen. Oder aber eine deftige Geldstrafe. Als sei man nicht schon geschlagen genug damit, mit der BVG überhaupt fahren zu müssen. Jedoch soll diese Entkriminalisierung nicht erfolgen, damit die Gefängnisse in Berlin nicht mehr so befüllt sind, sondern der Berliner Senat erhofft sich dadurch eine personelle als auch finanzielle Entlastung der Justiz. Für viele Berliner ist diese Entkriminalisierung allerdings ein großes Problem. Denn nirgends kann man momentan günstiger ein Jahr lang wohnen als in einem Berliner Gefängnis. Außerdem erkennt man Dauerschwarzfahrer in Berlin auch an den am Auge eintätowierten kleinen Bussen. Freiburg. Dass die katholische Kirche nicht gerade ein Quell der Innovation ist, kann Galileo Galilei persönlich berichten. Außerdem verlassen auch immer mehr Menschen die Kirche, was voll doof ist für die Followerzahlen von Gott auf Instagram. Auch hat sich vor einiger Zeit die Protestbewegung Maria 2.0 etabliert, die sich für mehr Rechte und Ämter für Frauen in der katholischen Kirche einsetzt. Jedoch fand das die katholische Kirche jetzt nicht mehr ganz so lol und hat eine eigene Gegenbewegung gegründet namens, sehr kreativ, Maria 1.0. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob sich diese Gegenbewegung dann für weniger Rechte und Ämter für Frauen in der Kirche einsetzt. Dafür soll es aber bestimmt mehr Dancing Poles geben in der Kapelle. Nun hat sich die namensgebende Maria selber zu Wort gemeldet, selbstverständlich per WhatsApp, und bat nun beide Gruppierungen, sich gefälligst einen anderen Namen zu suchen. Gerade weil Maria seit 2000 Jahren einen Beef mit der katholischen Kirche hat, die sich immer noch weigert, ihr eine Mutterrente zu bezahlen. Tenor: keine Kohle ohne Vaterschaftsnachweis. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Rio de Janeiro. Fast jeder kennt Robin Williams in der Rolle der Mrs. Doubtfire, um so seinen Kindern nah zu sein. Um von seinen Kindern möglichst weit wegzukommen, hat der inhaftierte Drogenhändler Clauvino da Silva versucht, aus einem Gefängnis zu fliehen. Und dafür nutzte er den Besuch seiner 19-jährigen Tochter. Und dabei ist nicht die Verwirrung vieler männlicher Wachposten gemeint, weil seine Tochter zweifache Miss Brasilia war, sondern er versuchte am Ende des Besuches, sich als seine Tochter auszugeben und so das Gefängnis zu verlassen. Und auszugeben hieß dabei, dass er eine Silikonmaske trug, eine Perücke aufsetzte und sich in eine viel zu enge Double Zero Jeans quetschte. Allerdings wurde er nicht im Gefängnis erwischt, sondern einer der Wachen hatte all seinen Mut zusammengetan und die falsche zweifache Miss Brasilia nach einem Date gefragt. Und dieses lief so gut, dass er sie am Ende mit nach Hause nahm. Jedoch entdeckte dabei der Wachmann das kleine Geheimnis der falschen Miss Brasilia. Der Sex allerdings soll ganz gut gewesen sein, meinte Clauvino da Silva. Bombay. Schnell mal eben ein Selfie machen an einem coolen Ort, vielleicht sogar mit dem Selfie-Stick. Und was für viele wie eine Selbstverständlichkeit klingt, kostete innerhalb von 6 Jahren 259 Menschen das Leben. Nicht mitgerechnet ist dabei die hohe Dunkelziffer der Leute, denen in Notaufnahmen der Selfie-Stick aus dem Rektum entfernt werden musste. Spitzenreiter ist dabei Indien, wo das Selfie-Schießen 159 Menschen das Leben gekostet hat. Positiv muss man dazu sagen,
dass so wenigstens die Verwandten noch ein aktuelles Foto vom Verstorbenen haben. Auf Platz 2 folgt Russland, wo 50 Personen ein Selfie-Unfall hatten. Diese sind dabei von Hochhäusern gestürzt, an geheimen Giften gestorben, von Snipern erledigt worden auf 800 Meter, Respekt, 12-mal die gleiche Treppe runtergefallen, immer wieder, haben sich selber tranchiert und dann in Säcken in der Stadt verteilt, von Haien mit Lasergeschützen auf dem Kopf getötet worden, von Lasern auf einem Tisch zerschnitten worden, mit Gold übergossen worden oder einfach nur unglücklich gestolpert sind, nachdem sie an einer Demokratie-Demo teilgenommen haben. Etwas seltsam ist dabei nur, dass eigentlich nur einer der 50 überhaupt ein Smartphone hatte. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Kinderdoc-Magazin. Denn es hat sich gezeigt, dass das Failing Kinderdoc-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Als einer der bekanntesten News-Anchor südlich von Grönland können mir normale Krankheiten wie eine Grippe oder Durchfall oder gar Sterblichkeit nichts mehr anhaben. Ganz im Gegenteil. Berühmte Menschen upgraden sich bestenfalls viral mit Syphilis, Größenwahn oder Tütensuppe. Um aber das zu bekommen, gehen wir nicht etwa zu normalen Doktoren wie der Pöbel, sondern uns behandeln nur die Besten. Sei es Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik oder Dr. Pepper am Cola-Automaten. Oder Dr. Mario, indem er ein ordentliches Rohr verlegt, damit die Dusche im Bad nicht mehr so tropft, wenn er Rohre verlegt. Und als ich gerade deswegen bei ihm war, fiel mein Blick auf die neueste Ausgabe des Kinderdoc. Der Kinderdoc ist der prominenten Schirembel. Und wenn du nicht weißt, wer oder was ein Schirembel ist, bist du zu Recht da, wo du bist. Denn in diesem stehen immer die neuesten und besten viralen Promi-Upgrades. Deshalb leide ich unter Dr. Oetker Backmischung. Deshalb seid gewarnt, alle Nicht-Kenner des Kinderdoc-Magazins, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an euch und ihr steht ab sofort unter der Beobachtung der gesetzlichen Krankenkasse. Pöbel. Das waren die besten Jesus- und Osterhasenfreien Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.